Kick, die schmutzige Kick-Imperiumsplattform. Klängern wird uns mehr darüber erzählen. Klängern, Entschuldigung, Namen falsch ausgesprochen. Sorry. Was haben ein englischer Fußballverein, die UFC, die Formel 1, ein Schachgroßmeister, Drake und ganz viele Twitch-Streamer gemeinsam? Alle Ich nicht. haben Geld von diesem Typen hier bekommen. Ich nicht. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Und wenn ich Geld von ihm bekommen hätte, wüsste ich's. Aber leider kenne ich ihn nicht. Aber warum eigentlich? Und woher hat er so viel Geld? Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn ihr in der YouTube- und Twitch-Welt unterwegs seid, Kenne ich nicht. Was ist dieses YouTube? habt ihr vielleicht noch nie etwas von Edward Craven gehört, aber bestimmt schon mal von seinen Produkten. Denn Ed Craven ist der Gründer hinter der Streaming-Plattform Kick und dem Online-Krypto-Casino Stake. Also ich kenne Kick. Ich weiß, dass die Plattform existiert. Aber Stake höre ich zum ersten Mal. Und er hat es damit geschafft, zum zweitjüngsten Selfmade-Milliardär der Welt und einem der einflussreichsten Menschen des Internets zu werden. Aber sowas wird man ja nicht von heute auf morgen. Und der Weg dahin war ziemlich wild, ziemlich dreckig und ziemlich eklig. Ed Craven ist 1996 geboren und erkannte schon früh, dass Glücksspiel seine große Passion und Leidenschaft ist. Schon sass. Seine erste Erfahrung machte er damit, als er mit 12 Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff mit seiner Familie beim Bingo gewonnen hat. Und zwar $6.000. Wow. Bingo auf einem Kreuzfahrtschiff. Gibt es für einen 12-Jährigen einen besseren Einstieg in die Welt des Glücksspiels? Ja, ich habe damals nur ein Handtuch gewonnen. Das erste, woran ich mich erinnern kann, was ich mal gewonnen habe, war ein City-Roller bei einem Malwettbewerb. Bei jedem Mal, bei dem dieser City-Roller an meinen Knöchel schlug und ich einen blauen Fleck davon trug, dachte ich mir, so muss Erfolg schmecken. Aber seitdem war Ed irgendwie angefixt vom Glücksspiel und das Thema hat ihn irgendwie nicht mehr losgelassen. Mit 15 Jahren spielte Ed dann das Online-Spiel RuneScape. Das ist ein kostenloses Online-Rollenspiel in einem Fantasy-Setting und dort kann man sich auch mit Echtgeld Sachen in-game kaufen, wie zum Beispiel Gegenstände, Spielwährung oder Gold. Und Ed hatte mit 15 Jahren die Idee, in diesem Spiel ein Online-Casino aufzumachen, damit seine Mitspieler dort zocken können. Und dieses Casino lief so gut, dass es von den Entwicklern des Spiels geschlossen und er aus dem Spiel gebannt wurde. LOL. Das musst du erstmal hinkriegen. Als Teenager seine Mitspieler zum Zocken verleiten, damit man selber richtig abcashen kann. Einfach ein ganz normales Hobby für einen 15-Jährigen. Aber Ed wollte mehr. Er wollte das Ganze nicht als Hobby, sondern wirklich zu seinem Beruf machen und professionell damit Geld verdienen. Und Geld mit Glücksspiel verdienen ist eigentlich ganz leicht. Ja? Man muss einfach nur die Seiten wechseln und nicht selber zocken, sondern andere zum Zocken bringen. Du meinst andere abzocken. Aber ich verzeih dir, Klängern. 2013 wurde er also Mitbegründer der Plattform Prime Dice. Noch nie in meinem Leben gehört. Das ist eine Seite für Bitcoin-Online-Glücksspiel, auf der man ein einziges, sehr simples Spiel spielen kann. Man würfelt. Okay. An The Original Crypto Dice Game. Ah ja, cool. Auf Casino Guru gibt's für nur ein Spiel einen negativen Kritikpunkt, ansonsten 8 von 10 Punkten. Ja, cool. Aber man merkt mit jedem Projekt, dass irgendwie immer ein neuer Baustein dazu kam. Erst das Glücksspiel beim Bingo, dann Online mit RuneScape und dann Krypto mit Prime Dice. Und Ed hatte gemerkt, dass dieses Ding richtig, richtig groß und erfolgreich werden kann, kombinierte alles zusammen und gründete 2017 das Online-Krypto-Casino Stake. Habt ihr davon schon mal was gehört? Also ich höre davon tatsächlich zum allerersten Mal. Und Stake wurde richtig, richtig erfolgreich. Hey, der Jahresumsatz von Stake lag 2024 bei 4,7 Milliarden Dollar. Das ist aber viel Geld. Und Stake sagt zumindest selber, dass sie für 2-4% aller Bitcoin-Transaktionen weltweit verantwortlich sind. Laut eigenen Aussagen wurden dort 2023 Wetten im Gesamtwert von 66 Milliarden Dollar platziert. What the fuck? Das sind so riesige Zahlen, dass man gar keine Relation dazu hat. Also nur um es mal zu verdeutlichen. Wenn ihr jeden Tag dort $1.000 setzen würdet, müsstet ihr nur 180.000 Jahre das machen, damit ihr 66 Milliarden erreicht habt. Ja, und so einfach schafft man es, mit nur 29 Jahren ein Vermögen von 4,8 Milliarden Dollar anzuhäufen. Und man muss es jetzt mal klar und deutlich sagen.
Dieses Geld verdient man nicht, weil ein paar lustige Dudes nur ein bisschen daddeln wollen, ein bisschen Geld setzen. Sondern der Großteil dieses Geldes kommt davon, weil Menschen spielsüchtig sind, ihr gesamtes Vermögen dort verzocken und am Ende ihre Existenz verlieren. Also, ne, ich glaube, an der Stelle braucht man das jetzt auch nicht nochmal erwähnen, aber ich erwähne es trotzdem. Glücksspiel ist scheiße. Glücksspiel kann süchtig machen und Glücksspiel kann dein verficktes Leben ruinieren. Also, bitte nicht damit anfangen. Vielen lieben Dank. Je nach Studienlage hatten schon 10 bis 25% aller Spielsüchtigen einen Suizidversuch. Diese Sucht, wenn du sie einmal hast, macht wirklich dein Leben kaputt. Und wir haben in Deutschland schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen, die spielsüchtig sind. Wow. Diese Menschen sind nicht dumm oder können sich einfach nicht beherrschen. Diese Menschen sind wirklich krank. Das ist eine anerkannte Suchterkrankung. Weil die chemischen Mechanismen, die dabei in deinem Gehirn passieren, ähnlich sind wie bei Substanzabhängigkeiten wie Kokain. Ab einem gewissen Punkt hilft dir keine Selbstbeherrschung mehr. Dein Gehirn braucht das einfach. Mehr als alles andere. Dieses Geld, was man da verdient, ist dreckiges Geld. Weil das ganze Konzept nur darauf beruht, dass Menschen dort Geld verlieren sollen. Danke, Klenkern. Und zwar so viel wie möglich. Und Stake sorgt im besonderen Maße dafür, dass das auch wirklich passiert. Aber dazu kommen wir später noch. Wenn ihr euch das nicht von mir sagen lassen wollt, dass Glücksspiel wirklich scheiße ist, lasst euch das von einem gesagt sein, der in der Vergangenheit eher ein passionierter Glücksspieler war. Nein, kommt jetzt Monte? Egal wie. Oh nein! Mann, ich habe heute schon zweimal Monte gucken müssen. Ist das hier Monte-Tag oder was? Wie viel Spaß ich mache, egal wie sehr ich manchmal Mist laber und Dinge verherrliche, guck mir in die Augen. Ein ernst gemeinter Tipp: Geh niemals spielen. Geh niemals in die Spielhalle, geh niemals ins Casino, mach kein Poker, mach kein Online-Glücksspiel, lass die Finger von dem ganzen Scheiß, lass vor allen Dingen den Finger von Lotto und den ganzen Scheiß, lass einfach die Finger vom Glücksspiel. Und trotzdem, Ausnahmsweise mal ein W. trotz der ganzen Muss man ihm ja lassen. Ausnahmsweise ein W. Wieso macht er es dann? Höchstwahrscheinlich, weil er selber süchtig ist. Warnungen gibt es noch genug Menschen, die anfangen zu spielen, drauf hängen bleiben, ihre ganze Kohle verzocken, damit Menschen wie Ed Craven ein Vermögen damit verdienen. Und da sind wir jetzt also. Er hat dieses geile Online-Casino, was richtig abcasht und ihn zum Milliardär gemacht hat, aber er dachte sich, ja gut, aber also ich könnte ja noch mehr Geld verdienen. Und seine vielleicht cleverste Business-Idee dafür setzte er 2022 um. Denn es gab davor eine Zeit, da war Glücksspiel auf Twitch richtig beliebt als Kategorie und hat richtig viele Menschen erreicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch so. Kein W, wenn die Kacke trotzdem bewirbt. Also, ich versuche immer zu differenzieren. Ich mag Monte nicht. Aber einfach nur dieser Take, diese Aussage ist trotzdem ein W. Was dann dahinter passiert und was er sonst so macht und was er sonst so für ein Mensch ist, spielt gerade für mich in der Differenzierung zu der Aussage selbst keine Rolle. Die Aussage so als Clip, wie sie dort steht, ist trotzdem W. So ein bisschen an diese Zeit damals. Mein größter Gewinn in meiner Karriere! Nein, Schatzi! Schatzi, komm schnell! Ich finde, der größte Gewinn in seiner Karriere war der Clip, wo er die Kacke geschickt bekommen hat. Und ich wünschte, ich wäre drauf gekommen. 8000 Euro! In Deutschland waren das Leute wie Monte und Knossi, die in ihren Streams und Videos damit Millionen Menschen erreicht haben. Und die Glücksspielfirmen dachten sich, warte mal, ey, das ist ja richtig geile, kostenlose Werbung für uns. Berühmte Streamer spielen auf unserer Seite unsere Spiele und tausende Menschen gucken da live bei zu. Es gibt viele Emotionen, die Menschen sind begeistert, große Gewinne werden richtig gut geklickt und ja, der ein oder andere Zuschauer wird doch bestimmt dann auch mal Bock haben zu spielen, oder? Also wurde von diesen Casinos in große Werbedeals investiert. Hey, spiel doch in Ich kriege bestimmt einmal alle 2 Wochen eine E-Mail von irgendeinem Casino. Die E-Mails sind auch nicht mal schön aufgesetzt. Absolut nicht. Da steht einfach nur: Hallo Lokolea, möchtest du einen Werbedeal für Casino XY? Dann schreib auf diese E-Mail zurück. Punkt. Das ist nicht mal eine wirklich schön ausformulierte E-Mail. Da ist kein Head, da ist kein Bild dabei, da ist nichts. Das ist einfach nur dieser Zweizeiler. Das ist crazy. Das ist krass. Ich weiß nicht, wer darauf antwortet. Ja klar, kein Ding. deinem Stream auf unserer Seite und kriegt dafür einen Haufen Kohle. Ja, die Beteiligten konnten alle gar nichts mehr sehen, weil diese ganzen Geldscheine da im Weg waren und man die ganzen Augen davon voll hatte. Es haben sich... Egal, wenn es Geld kommt. Ja, ich weiß. Haben wir ja letztens schon gemerkt, mit Moral
und Ethik kann man halt kein Geld verdienen. I know that. Ich weiß. So viele, auch viele kleine Streamer daran beteiligt, weil das Geschäftskonzept ziemlich clever, aber unfassbar eklig ist. Die Idee war nämlich simpel. Bring die Leute einfach dazu, auf unserer Seite zu spielen. Und bei allem, was die verlieren, wirst du prozentual beteiligt. Erklär doch mal, wie du damit jetzt Geld verdienst, fernab des Geldes, was du halt irgendwie über den Slot selbst gewinnst. Da gibt es zum Beispiel diese Idee, dass du halt einen Prozentsatz bekommst. Oder... Von was? Ein Prozentsatz? Darf er das überhaupt sagen? I don't know. Klingt scheiße, aber von den Verlusten. Er kriegt Prozente von den Verlusten, die zocken? What? Ist das Arsch. Wow. Der Leute, die du wirbst. Also du stellst zum Beispiel unter deinen Twitch einen Link zu einem Casino-Anbieter und sagst, wenn ihr spielt, spielt darüber, und wenn dann darauf jemand klickt und was verliert, dann kriegst du einen Anteil davon. Okay. Also, je mehr... Ich gehe nicht mal Sponsorings ein, wo ihr ein Spiel zocken müsstet, für das ihr kein Geld ausgeben müsstet. Ich nehme mich nicht mal Deals an, bei denen ich daran verdienen würde, wenn jemand von euch für 1-2 Stunden das Game zockt. Und andere so, na, ich hoffe mal, meine Community verliert einen Haufen Kohle, die wir, damit ich ordentlich eincashe. Ach, egal. Je mehr deine Zuschauer verzocken, desto besser Hey, für Brolli. dich. Bah, was für ein ekliges Geschäftskonzept. Aber viele haben mitgemacht und Glücksspiel-Content wurde auf Twitch immer beliebter und beliebter. Aber Twitch hatte irgendwann gemerkt, also, ja, irgendwie ist das doch nicht so geil, oder? Also... Die haben den Kapitalismus besser verstanden als du. Ich habe den Kapitalismus auch verstanden, aber ich nutze ihn halt nicht, um euch auszubeuten. What the fuck, einfach nur. Wisst ihr, was ich meine? Ich kenne ja manche Menschen. Ich habe die ja schon gesehen. Ich war mit denen schon in einem Raum und habe mit denen geredet. Und dann haben da Menschen gar keine Skrupel, einfach zu sagen, ja, die beute ich jetzt aus. Weil ich habe das ja verdient, indem ich den Casino- und Glücksspiele andrehe. Wie kann man so sein? Für dich würden, glaube ich, viele hier gern ein bisschen Geld verlieren. Basically, das ist schon immer Basis meines Verständnisses von Twitch und von Subben gewesen. Wenn ihr einen Job habt, in dem ihr wirklich gutes Geld verdient für euch und mehr übrig habt, als ihr braucht, und sagt, okay, weißt du was, Lea hat in dem letzten Monat mir tatsächlich irgendwie Freude bereitet, die Streams haben mir Freude bereitet, ich habe was dazugelernt, ich würde das gerne unterstützen, hier hast du 4,99, I'm totally fine. Wenn es manche Menschen gibt, die noch mehr Kohle haben, übrig haben und sagen, okay, weißt du was, das ist mir sogar noch ein 5er oben drauf wert, I'm totally fine. Es gibt auch Leute, die komplett durchdrehen und dann 100 Wir haben ein Euro... tolles Konzept, kann man ja nicht anders sagen. Nämlich, Erschreckt mich nicht so. Erschreckt mich nicht so. Wenn du es actually nicht brauchst, I'm totally fine. Aber es gibt da draußen halt auch Leute, und das weiß ich, und das ist auch nicht schlimm und das ist völlig in Ordnung. Da sind draußen Menschen, die Bürgergeld beziehen, die schlecht bezahlten Job haben und trotzdem viel arbeiten gehen und whatsoever. Und die das einfach auch nicht können. Und diese Menschen würde ich niemals im Leben emotional unter Druck setzen, mir Kohle geben zu müssen. Ist mir egal, wenn du keine 5 Dollar im Monat hast, um mir einen Sub dazulassen, dann geh doch einfach arbeiten, weil ich bin das wert. Digga, ich sitze einfach hier und gucke mit euch Streams, sodass ich überhaupt davon leben kann zum aktuellen Zeitpunkt, ist sowieso schon komplett over the top für mich. Aber, dass sich andere hinstellen und sagen, ich habe es verdient, dass mir andere Menschen ihr Geld geben oder ihr Geld verlieren, damit ich durch Casino Geld einnehme. Ich bin so wütend auf solche Menschen. Was bilden die sich ein, wer die sind? Menschen so auszubeuten. Macht mich das sauer. Wer glauben die, wer die sind, dass die das mit anderen Menschen machen dürfen? So widerliche Egos sind das. Aber ihr müsst jetzt nicht hier Geld reinpumpen. Das ist nämlich gerade nicht so wirklich angebracht, weil es gerade awkward ist, wenn ich darüber schimpfe. Aber danke, Aaron. Es ist ja witzig, ab und zu baiten, wirklich. Aber so hinter zu sein und zu sagen, hey Leute, hier könnt ihr tolle Gewinne abstauben, wenn ihr nur
100 Euro investiert in das Online-Casino, besteht eine Chance, dass ihr daraus Tausende machen könnt. Und meanwhile verdienst du an jedem Verlust von diesem Menschen. Das ist so widerlich. Solchen Leuten würde ich gerne ins Gesicht spucken und dann noch... Naja. Dann machst du ein Online-Casino auf. Wenn ich weder Herz noch Verstand noch irgendwas habe. Also Glücksspiel ist ja schon irgendwie schlecht. Hallo Deadline, hallo Reiseras. Mir so ein schlechtes Gefühl dabei. Und andere Werbepartner finden das jetzt auch nicht so gut. Und also ich will wirklich nicht andere Werbepartner verlieren. Das wäre schon echt blöd. Oh, und hier sind auch so viele Kinder unterwegs. Ne? Also irgendwie, nee. Vielleicht lassen wir das irgendwie besser mal wieder. Also wurden einige Regelungen geändert und mittlerweile ist Glücksspiel-Content auf Twitch nicht mehr so verbreitet. Also, außer FIFA-Packs öffnen, aber also, das ist ja was ganz anderes. Ich möchte, dass ihr das seht, damit ihr froh seid, dass ihr auf so einem Kanal gelandet seid und nicht auf den ihr gleich seht. Beilein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wahrscheinlich die beste Entscheidung für Twitch und die Zuschauer, aber ja irgendwie Lass den Mann doch seinen Spaß. Alles hat Grenzen. schlecht für die ganzen Casinos, ne? Mist aber auch. Also dachte sich Ed Craven, Moment mal, was ist denn, wenn wir das einfach selber machen? Ich meine, die Masche hat ja gut funktioniert. Wir machen einfach unsere eigene Streaming-Plattform, sorgen dafür, dass unser Casino dort zu sehen ist, ganz, ganz oft. Die Leute fangen an zu spielen und Der kommt einfach nicht auf echte Emotionen bei Männern klar, wenn es denn tatsächlich echte Emotionen wären. Wenn es bei einer Pauschale des Glücksspielanbieters an den Streamer besser, also unabhängig von der Höhe des Verlustes der Zuschauer, wäre es bei einer Pauschale des Glücksspielanbieters an den Streamer besser. Es wäre besser, wenn es gar keine Glücksspiele gibt. Scheiß doch auf diese verfickten Glücksspiele. Macht die ganzen fucking Glücksspiel-Dinge einfach dicht und bietet den Menschen, die süchtig sind, einfach Hilfe an. Ende. verlieren einen Haufen Kohle und wir verdienen dann wieder mehr Geld daran. KLUK! Und so startete er im Dezember 2020 seine eigene Streaming-Plattform namens Kick. Dort können Streamer ganz offen, sowieso lustig sind, Glücksspiel streamen. Am besten natürlich auf Stake. Auf Kick gab es also viel lockerere Regeln dafür als auf Twitch und eine deutlich bessere Umsatzbeteiligung für die Streamer. Man probierte also, möglichst viele Streamer von Twitch auf Kick zu bekommen, damit auch möglichst viele Zuschauer dann rüberkommen. Damit die dort auf kurz oder lang auch irgendwann mit Glücksspiel-Content in Kontakt kommen. Mensch, was gibt's denn hier alles noch für tolle und erfolgreiche Streams? Da muss ich mal reingucken. Slots und Casino ist auf Kick eigentlich immer die beliebteste Kategorie. Vor Just Chatting, GTA und sonstigen Sachen. Manchmal hat Slots und Casino mehr Zuschauer als alle anderen Kategorien zusammen. Manche sagen auch, also eigentlich ist Kick nur ein Online-Casino mit Chat-Funktion. Es gibt keine wirklichen Kontrollen, keine wirklichen Regulierungen und deshalb ist Kick auch vor allen Dingen bei jüngeren Leuten beliebt. Wobei, wenn man sich einen Casino-Stream angucken möchte, gibt es eine unüberwindbare Hürde. Dieser Inhalt ist nur für erwachsene Zuschauer bestimmt. Du musst 18 oder älter sein, um ihn zu sehen. Oh mein Gott, ich bin zwar über 18, schon ein paar Monde über 18, aber wenn das Content ist, der für 18-Jährige oder älter bestimmt ist, weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Oh, wie könnte man nur diese unüberwindbare Sicherheitsmaßnahme knacken? Kein Mensch unter 18 Jahren wird dazu in der Lage sein. Die Beat sogar. Wie viele Zuschauer hatten wir bei sowas? Also was? Dazu 100 irgendwas habe ich holte gesehen. Kick einige große internationale Streamer von Twitch auf seine Plattform, damit möglichst viele Zuschauer direkt zum Anfang rüberkommen. T-View, Kenn ich nicht. XQC, Kenne ich, aber wäre kein Verlust gewesen. der bekam für einen nicht exklusiven 2-Jahres-Vertrag angeblich $100 Millionen von Kick. Amorant, Asmongold. Wäre auch keine Schande gewesen, zu verlieren auf Twitch, meine ich. Der zeigte letztens, dass er in 2 Tagen auf Kick mehr verdient hat als in einem ganzen Monat auf Twitch. That's 2 days. That's 2 motherfucking days. Toll. Oder Aiden Ross, nachdem der 2023 von Twitch gebannt wurde. Gerade der ist in letzter Zeit zum Aushängeschild von Kick geworden und hat durch Ist der jetzt weg von Twitch? Asmongold? Nee. Nein.
Der hat nur kurz für Kick gestreamt, um sich die Kohle einzusacken. spektakuläre Aktionen immer viel Aufmerksamkeit bekommen. So wie zum Beispiel, als er vor der Wahl Donald Trump zu Besuch hatte und ihm dieses tolle Auto geschenkt hat. Aber was soll's, ne? Also da hilft auch kein Aufkleber mehr hinten, wo drauf steht, I bite Tesla before Elon was fucked up. Ja, Asmongold kann man aufgrund seiner politischen Takes sowieso in die Tonne treten. Real Rap. Was der an politischen Takes raushaut, ist so grenzüberschreitend unangenehm. Der Typ ist für mich abgehakt. All das erzeugt ja Traffic und bringt ja neue Leute auf Kick. Und alle Leute, die neu auf Kick sind, kommen halt irgendwann auch mit dem Casino-Content in Kontakt. Und dann hat man... By the way übrigens, nur weil ich das auch differenzieren möchte, weil ich die Differenzier-Queen bin, ich halt nichts davon, sich über den Wohnungszustand von Asmongold lustig zu machen. Nicht, weil ich ihn als Mensch schützen will, sondern weil es trotzdem wahrscheinlich eine Krankheit ist, die dahinter steckt und der dafür erstmal nichts kann. Ich fand auch nichts geil daran an dem Video, was es gab, wo quasi irgendwelche anderen Streamer in seinem Haus rumgelaufen sind und gesagt haben, oh mein Gott, wie schlimm es hier aussieht und das ist ja alles so eklig und guck mal und oh mein Gott, du brauchst Hilfe und basically ihm dann aber nicht geholfen haben, zum Beispiel einen Therapieplatz zu finden oder sowas. I don't like it, sich über solche Lebensumstände lustig zu machen. Größter politischer Streamer der Incel-Community. Ich weiß nicht, ob er eine Incel-Community hat. Keine Ahnung. Aber die Takes von ihm sind sackdämlich. Und halt wieder da eine neue Zielgruppe erschlossen. Bei dem Schmutz, der in die Welt bläst, sind bei mir die Schonhandschuhe aus. Ja, bei mir aber nicht. Das ist für Kick aber extrem teuer. Das führt dazu, dass Kick als Plattform bisher noch keinen Gewinn gemacht hat. Das ist ein Verlustgeschäft. Aber das juckt halt keinen. Kick muss gar nicht profitabel sein, denn das ist nur eine einzige Werbeplattform für Stake. Die Werbung, die man dafür für Stake bekommt, ist so viel mehr wert als die Kohle, die man dafür da reinstecken muss. Dieses Investment lohnt sich für Stake auf lange Sicht hart, weil die ganzen Verluste auf der anderen Seite alle wieder reinkommen. Und so wachsen beide Plattformen immer weiter. Kick macht Stake größer und Stake verdient dadurch noch mehr Geld, um Kick dann wieder noch größer machen zu können. Und so wird dieses Geld immer weiter und weiter benutzt, um beide Plattformen noch größer, noch bekannter und noch lukrativer zu machen. Und deshalb ist es auch scheißegal, dass Stake immer wieder ein paar kleine rechtliche Probleme hat. Denn Ed Craven ist Australier und Stake hat gar keine Glücksspiellizenz in Australien und Ups. ist dort damit offiziell dort gar nicht erlaubt. Oh. Diese verdammten Behörden und ihre ganzen Regulierungen, ey. Ich will meine gesamte Existenz in einem Online-Krypto-Casino verzocken und darf das dann nicht? Mann! Aber Probleme sind ja nur dornige Chancen und deshalb ist Stake gar nicht in Australien, sondern in Curaçao Wo bitte ist Curaçao? gemeldet. Diese kleine Karibikinsel ist sehr bekannt für ihren doch sehr lockeren Umgang mit Online-Glücksspiel. Curaçao gilt nämlich als Glücksspielparadies und ist einer der weltweit größten Anbieter für Online-Glücksspiellizenzen. Weil es da nämlich kaum Regulierungen gibt und eigentlich auch gar keinen Juck, woher dieses ganze Geld kommt, gibt es dort sehr viele Glücksspielfirmen, die dort ansässig sind. Also zumindest auf dem Papier, denn ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Stake-Hauptquartier wirklich hier ist. Das sieht aus wie ein Minecraft-Haus. Ich will ehrlich sein, das sieht aus wie so ein Haus, was Leute in Minecraft bauen, wenn sie zum ersten Mal den Creative-Modus ausprobieren. Bisschen cute auch. Nee, genauso sehen Firmensitze von Multimilliarden-Dollar-Firmen aus. Ja? So und so. Stake besitzt aber einen Mutterkonzern, die Firma EasyGo, die noch da drüber sitzt, zu der auch Kick gehört. Und EasyGo hat seinen Firmensitz zufälligerweise doch in Australien. Das ist aber auch ein Zufall, ne? Und das, obwohl Stake nicht in Australien zulässig ist. Übrigens, dieses EasyGo nicht verwechseln mit der Firma EasyGo. Diese Joint Venture zwischen Norwegen, Schweden, Dänemark und Österreich ermöglicht nämlich die Nutzung von nur einem elektronischen Mauttransponder beim Passieren von mautpflichtigen Straßenfähren und Brücken in allen 4 Ländern. Oh, okay. Ja, irgendwie deutlich cooler, als sich an kranken und spielsüchtigen Menschen zu bereichern, oder? Aber bei dem anderen EasyGo von Stake, wer ist da nochmal zufällig der Direktor? Ach so, der Vater von Ed Craven. Wenn du es nicht mal versuchst zu verstecken. Genau, richtig. Der Vater, der in den 80er Jahren in einen Finanzskandal verwickelt war, für 6 Monate in den Knast musste und dann 5 Jahre nicht mehr im Finanzsektor arbeiten durfte. Ja, der ist da der Chef. Mensch, der...
Ja, macht nichts. Ne? Wir haben ja auch einen Präsidenten für die Vereinigten Staaten von Amerika, der eigentlich auch im Gefängnis sitzen müsste. Aber ist anscheinend Trend, Menschen in Regierungspositionen oder in starken Machtpositionen zu haben, die eigentlich in den Knast gehören. Looking at you, Jens Spahn. Der sich vor kurzem diese 16 Millionen Dollar teure Villa gekauft hat. Wobei das gar nichts ist im Vergleich zu den Häusern, die sich sein Sohn mal so gekauft hat. Zum Beispiel diese schnucklige Villa für 38 Millionen australische Dollar. Oder hier, als er das teuerste Haus im australischen Bundesstaat Victoria für 80 Millionen Dollar gekauft hat. Klar. Ja, Klassiker. woher wohl dieses ganze Geld kommt? Naja, ich meine, mit 27 Jahren kann man schon mal 80 Millionen Dollar für ein Haus ausgeben, ne? Aber wenn man sich so fragt, ja, woher kommt denn das Geld? Ich bin 31 und ich habe keine 500 Euro übrig, um meine Miete zu bezahlen. Also für eine größere Wohnung, meine ich jetzt. Alles richtig gemacht im Leben. Und dann googelt man und dann findet man irgendwie so Artikel, die irgendwie nicht so gut klingen. Dass man mit Boni und VIP-Programmen versucht, spielsüchtige Menschen mit sehr hohen Verlusten dazu zu bringen, doch weiter zu spielen und noch mehr zu verzocken. Oder, so kam es in geleakten Chats raus, dass man wohl geduldet hat, dass auf manipulierte Spiele gewettet wurde, solange das Wettvolumen nur stimmt. Fucking load of doggy betting. Oder dass man in Ländern Dodgy, wie Entschuldigung. Frankreich, Dänemark und den USA gesperrt ist, aber dass man mit VPNs und Fake-Adressen das Ganze einfach umgehen kann. Ed Craven hatte mal selbst in einem Stream gesagt, ja, also wenn ihr in eurem Land nicht bei uns zocken könnt, weil wir da gesperrt sind, also wir haben da noch so Alternativseiten für euch, die sollten gehen. Und wenn man den Support über Serbien betreibt, die Zahlungsabwicklung aber über Zypern und die Entwicklung in Australien, dann weiß eigentlich keiner genau, wo man dieses ganze schöne Geld überhaupt versteuern soll, ne? Ich würde sagen, einfach in jedem der Länder. Jeder für sich. Punkt. Das wäre doch easy, oder? Wenn man sagen würde, hey, es gibt Leute, die so viele Firmensitze haben und das so verschachtelt machen, dann mach's doch einfach. Dann zahlen die einfach in jedem Land Steuern. Who cares? Zack. Meinst du, wie schnell die sich einigen würden auf ein Land? Spielen nur leider nicht alle mit. Ja, weil einige Länder dann überhaupt ihren Anreiz verlieren würden. Looking at you, Schwein. Entschuldigung. Ja, aber wisst ihr, ich habe eine bessere Idee. Man kann dieses ganze Geld doch nutzen, um mehr Geld zu verdienen, indem man zum Beispiel Werbung macht. Mein RTL! Das Formel-1-Team von Sauber gab zum Beispiel ein neues Sponsoring bekannt und hieß ab der Saison 2024 Steak F1 Team Kick Sauber. Ja, cooler Name auf jeden Fall. Viel cooler als Ferrari oder Mercedes. Würde ich mich als Fan gar nicht für schämen dann. Aber gut. Einfach ein Arschloch sein, auf Menschen scheißen, dann kann man auch richtig Kohle machen. Kapitalismus ist halt ein System von Arschlöchern für Arschlöcher. Ja, aber ich habe mich einfach dazu entschieden, kein Arschloch zu sein. Und dann bin ich auch völlig fein damit, weniger Kohle dafür zu haben. Also ich bin ja trotzdem manchmal ein Arschloch, aber ich will dann zumindest nicht in der Hinsicht ein Arschloch sein. Ich könnte das einfach nicht mit mir vereinbaren, wirklich. Jede Faser meines Körpers würde brechen, wenn ich solche unmoralischen Angebote annehmen würde. Geht einfach nicht. Mein Körper und mein Geist sagen nein. Gut, für 100 Millionen Dollar kann man das auch schon mal vergessen. Aber klar, das lohnt sich. Steak möchte auf der einen Seite neue junge Menschen fürs Glücksspiel begeistern und der Formel 1 ist alles egal, solange die Kohle stimmt. Ich würde das als Win-Win bezeichnen. Genauso wie wenn ihr Fans von Musik seid. Denn im Dezember 2022 verkündete Steak die offizielle Partnerschaft mit Drake. Ja, Drake. Für die ihn nicht kennen, das ist dieser Typ aus diesem Meme hier. Oder halt eben einer der Das Meme kannte ich nicht. erfolgreichsten Musiker der Welt oder passionierter Glücksspieler. Oh mein Gott! Yes! Die Zusammenarbeit von Drake und Steak, schön, dass sich das reimt, wurde von beiden Seiten auch als unvermeidlich betitelt. Und so kann man sich jetzt regelmäßig auf Kick, natürlich dort, angucken, wie Drake traurig vor seinem PC sitzt und Online-Glücksspiel spielt. Warum hat ihr da ein Ziegenbaby? What the fuck is happening? Und wenn man sich mal anguckt, was der Typ so in seiner Freizeit verzockt, merkt man, dass Drake wirklich ein mittelschweres bis extrem großes Glücksspielproblem hat. Angeblich soll aber Steak mittlerweile Wetten im Gesamtwert von 1 Milliarde Dollar platziert haben. Wenn man aber bedenkt, dass solche Partner bei solchen Kooperationen meistens Accounts von den Firmen gestellt bekommen, wo sie keine echten Verluste machen, ist es auch wieder egal, ne? Und für Drake lohnt sich das Ganze wohl richtig. Laut Berichten soll er für die Partnerschaft mit Steak jährlich 100 Millionen Dollar kassieren. Ja.
Ist das scheiße. Warum sollte man da überhaupt noch Musik dann machen? Und deshalb findet man bei Drake auf dem Instagram-Account mittlerweile haufenweise Werbung für Stake und wie geil Zocken eigentlich ist. People keep saying, enough of the stake posts. Enough of the stake posts. What are you, some sort of gambling addict? Am I a gambling addict? Yeah, I'm addicted to being signed to the biggest gambling company in the world, literally stacking up free rackets, watching my fucking right-hand man skirt off in a Ferrari F12. Ja, Okay. Mann, Heroinspritzen gibt mir einfach immer so ein geiles Gefühl. Es geht dabei um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Spritzen und darum, den Drogentrip mit deinen Liebsten zu erleben. Und ich meine, bei der Formel 1 oder bei Drake hört es auch nicht auf. Seit 2022 ist Stake Trikotsponsor vom englischen Erstligisten FC Everton. Und auch die UFC hat eine offizielle Partnerschaft mit Stake. Und zufälligerweise ist dann auch beim FC Everton, bei der Formel 1 nicht nur Stake, sondern auch Kick dabei. Alles, um noch mehr Menschen zu erreichen, um noch mehr Menschen zum Glücksspiel zu bringen. Sie dazu zu bringen, zu spielen, abhängig zu werden und noch mehr Geld zu verlieren. Und dieses Geld... Mit dieser Knossi-Thematik kannst du jetzt natürlich diskutieren, ne? Der hat halt früher Casino gemacht, macht's jetzt nicht mehr. Hat sich trotzdem gutes Geld damit verdient und ich persönlich finde ihn auch abseits der ganzen Casino-Thematik nicht sympathisch, aber das muss man für sich selber entscheiden, wie viel von Vorleben ausblenden kannst und willst von dieser Person. Geld nimmt man dann wieder, investiert es da rein, noch mehr Menschen zu erreichen und so läuft das Ganze immer und immer weiter. Man hat sich damit ein perfektes System aus Streaming und Glücksspiel erschaffen, was sich gegenseitig immer weiter verstärkt und verstärkt. Und am Ende verlieren sehr, sehr viele und gewinnt einer ganz, ganz oben. Und wenn man sich das Ganze so anguckt, ist bisher auch kein Ende in Sicht. Das war die Geschichte von Ed Craven und seinem großen Imperium, was wir hier in dieser Streaming-Welt gerade haben. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen damit gemacht. Gerne unten in die Kommentare. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Rubbel losgespielt. Das war basically alles. Und Counter-Strike-Kisten geöffnet. Aber ich bin eh kein Mensch, der so Glücksspiele geil findet. Wenn ich etwas möchte, dann will ich mir das direkt in Anführungsstrichen kaufen. Also wenn es jetzt ein Skin ist in Counter-Strike, warum sollte ich dann dafür, ne, Glücksspielkrams betreiben? Das nervt mich nur. Ja, für so Rubbellose und Lotto habe ich ja eh kein Geld und die Gewinnchance ist so gering, dass es nicht umsonst heißt, Lotto ist Dummensteuer. Ob man selber Lotto spielt und es trotzdem ausprobiert, bleibt natürlich euch überlassen. Aber generell würde ich euch raten, die Finger von Glücksspiel zu lassen. Glücksspiel an sich, in dem man sehr viel Geld verlieren kann. That's not good. Lasst die Finger von Glücksspiel und am besten auch von Kick. Anscheinend.